Am Abend des 31. Oktober 1977 verwandelte sich die Vorstadtgemeinde Deer Park in Texas in eine klassische Halloween-Kulisse. Kinder in bunten Kostümen zogen von Tür zu Tür. Eltern warteten an Gartenzäunen und die Straßen waren erfüllt von Lachen, knisternden Bonbontüten und blinkenden Kürbislichtern. Es war ein Tag, wie ihn die Familie O'Brien jedes Jahr feierte. Ronald Clark O'Brien, seine Frau Danan und ihre beiden Kinder, Elizabeth und Timothy. Der 8-jährige Tim trug an diesem Abend ein kleines Skelettkostüm. Er hielt stolz seinen orangefarbenen Plastikeimer fest, als sie gemeinsam mit Freunden und deren Vater aufbrachen. Das Trick-or-Treating verlief wie üblich, doch an einem Haus änderte sich die Dynamik. Niemand öffnete, obwohl das Licht brannte. Die Kinder drängelten und gingen weiter, doch Ronald O'Brien bestand darauf zu warten. Er sagte, er habe gesehen, wie jemand doch die Tür geöffnet habe und rannte zu dem Haus. Er kam wenig später mit 5 langen Bonbonröhren zurück, sogenannten Pixie Sticks, farbigem Zuckerpulver in Plastikröhren. Er verteilte die Süßigkeiten an die Kinder, seinem Sohn Tim, seiner Tochter und 3 weiteren Kindern aus der Nachbarschaft. Keiner fragte sich, woher er sie plötzlich hatte. Es war Halloween. Niemand zweifelte. Doch was eine fröhliche Nacht hätte sein sollen, endete im Albtraum. Um etwa 22 Uhr klagte Tim plötzlich über Bauchschmerzen. Seine Eltern waren bereits zu Hause, hatten ihn gerade ins Bett gebracht. Er sagte, er habe nur von den Pixie Sticks genascht, doch der Geschmack sei komisch gewesen, sehr bitter. Innerhalb von Minuten begann er zu würgen, zu schreien und krampfte auf dem Badezimmerboden. Während O'Brien verzweifelt seinen Sohn im Arm hielt, alarmierten Nachbarn sofort den Notruf. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus verlor Tim das Bewusstsein und starb kurz darauf in der Notaufnahme. Die Ärzte waren ratlos. Es gab keine offensichtliche Verletzung, keine allergische Reaktion, nur den Verdacht, dass etwas nicht stimmte. Eine Notuntersuchung des Mageninhalts ergab eine tödliche Dosis Kaliumcyanid. Der Junge war vergiftet worden. Die Polizei reagierte sofort. Noch in derselben Nacht begann die Spurensicherung. Die Ermittler stellten 4 weitere Pixie Sticks sicher. Auch sie waren präpariert. Oben aufgetrennt, mit Cyanid gefüllt und wieder sorgfältig verschlossen. Es war nicht nur Mord, es war gezielter, geplanter, versteckter Mord mit der grausamen Symbolik eines Kinderfestes. Die Nachricht vom Tims Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Eltern durchsuchten panisch die Halloween-Beute ihrer Kinder. Die lokalen Behörden warnten in Radiosendungen und Zeitungen: Durchsuchung aller Süßigkeiten, potenzielle Gefahr. Die Bevölkerung war in Schockstarre. Wer würde einem Kind an Halloween Gift geben? Die Ermittlungen begannen unter höchstem Druck. Ronald O'Brien beschrieb das Geisterhaus, an dessen Tür erst niemand an da Klopfen reagiert habe und von dem er behauptete, jemand habe ihm heimlich die Süßigkeiten gegeben. Doch seine Angaben waren vage. Die Beamten klopften an über offener Türen in der Umgebung, doch niemand konnte bestätigen, dass an jenem Abend dort jemand Bonbons ausgeteilt hatte. Schon bald richtete sich der Verdacht auf eine unfassbare Möglichkeit. Was, wenn der Täter nicht von außerhalb kam, sondern aus dem eigenen Haus? Während die Medien weiterhin von einem verrückten Halloween-Vergifter sprachen, nahm die Polizei längst eine andere Spur auf. Zu viele Ungereimtheiten häuften sich. Warum hatte Ronald O'Brien gerade an dem Haus gestanden, an dem niemand öffnete? Warum hatte er nur dort angeblich die tödlichen Süßigkeiten erhalten? Und warum hatte nur sein Sohn Tim die Pixie Sticks tatsächlich gegessen, obwohl er sie auch an andere Kinder verteilt hatte? Die Ermittler begannen, sich O'Briens Hintergrund genauer anzusehen. Was sie entdeckten, ließ selbst erfahrene Beamte erschauern. O'Brien Clark. O'Brien war 30 Jahre alt und arbeitete als Optiker. Er war verheiratet, Vater von 2 Kindern und in der Kirchengemeinde aktiv. Ein Mann, der nach außen das Bild eines engagierten Familienvaters vermittelte. Doch hinter dieser Fassade verbargen sich ernste finanzielle Probleme. In den Monaten vor Tims Tod hatte O'Brien mehrere Jobs verloren und war stark verschuldet. Er stand kurz davor, sein Haus zu verlieren. Noch beunruhigender war eine Entdeckung in den Versicherungsunterlagen. Bereits im Januar 1974 hatte O'Brien Lebensversicherungen beide Kinder abgeschlossen.
Einen Monat vor Timothys Tod folgten zusätzliche Policen trotz Bedenken seiner Versicherungsgesellschaft. In den Tagen unmittelbar vor Halloween kam eine weitere Versicherung pro Kind hinzu. Insgesamt $31.000 für jedes Kind, eine Summe, die fast exakt seine Schulden deckte. Seine Frau hatte nichts davon gewusst. Sie erfuhr erst durch die Polizei von den Versicherungen. Auf Nachfrage der Ermittler zeigte sich O'Brien auffallend emotionslos. In den Interviews sprach er mehr über finanzielle Sorgen als über den Tod seines Sohnes. Er erwähnte beiläufig, dass Gott wohl einen Plan habe und dass er hoffe, nun endlich etwas Ruhe zu finden. Noch verdächtiger wurde sein Verhalten, als Zeugen angaben, O'Brien habe in den Wochen vor Halloween mehrfach nach dem Kauf von Zyankali gefragt, angeblich aus reinem Interesse. Ein Apotheker erinnerte sich, dass O'Brien nach der tödlichen Dosis für einen Erwachsenen gefragt hatte. Als man ihn fragte, wofür er das brauche, wurde er ausweichend und verließ das Geschäft ohne Kauf. Die Ermittlungen verdichteten sich. Bereits in den Tagen nach Tims Tod durchsuchte die Polizei das Haus der O'Briens. Dabei fanden sie eine Schere mit Plastikresten, identisch mit den Verpackungen der manipulierten Pixie Sticks. Auf der Arbeitsplatte in der Garage lagen Reste von Klebstoff. O'Brien stritt jede Schuld ab. Doch seine Erklärungen wirkten hohl, sein Verhalten mechanisch. Der entscheidende Durchbruch kam durch eine Zeugenaussage aus seiner eigenen Kirchengemeinde. Ein Bekannter erinnerte sich, dass O'Brien mehrmals erwähnt hatte, wie sehr ihn $100.000 Versicherungssumme schuldenfrei machen würden. Für die Ermittler war das ein deutliches Motiv. Dieser Satz, scheinbar nebenbei gesagt, veränderte alles. Am 5. November wurde O'Brien Clark O'Brien verhaftet. Wenige Tage später folgte die offizielle Anklage wegen Mordes an seinem Sohn Timothy und versuchten Mordes an 4 weiteren Kindern. Die Öffentlichkeit reagierte mit Entsetzen. Zeitungen nannten ihn bald den Candyman oder der Mann, der Halloween tötete. In der Bevölkerung wuchs das Misstrauen gegen das Fest. Eltern verboten ihren Kindern das Trick-or-Treating. Kirchen und Schulen organisierten sichere Halloween-Partys. Der Gedanke, dass ein Vater, ein scheinbar liebevoller, gottesfürchtiger Mann, seinem eigenen Sohn Gift gegeben hatte, überstieg jedes Vorstellungsvermögen. Doch das Grauen war noch nicht vorbei. Denn nun begann der Prozess. Der Prozess gegen Ronald Clark O'Brien begann am 5. Mai 1975 vor dem Harris County Criminal Court in Houston. Bereits am ersten Verhandlungstag war klar, dies war kein gewöhnlicher Fall. Es ging nicht nur um Mord, sondern um das gezielte Töten eines eigenen Kindes. Die Öffentlichkeit verfolgte das Verfahren mit atemloser Faszination und Abscheu. Die Presse gab ihm die Spitznamen Candyman und The Man Who Killed Halloween, die bald zur düsteren Legende werden sollten. Die Staatsanwaltschaft hatte ein klares Ziel: die Todesstrafe. Sie legte dar, dass O'Brien systematisch geplant hatte, seine finanziellen Probleme durch den Tod seines Sohnes zu lösen. Es ging nicht um einen Ausraster, nicht um einen Unfall, sondern um einen vorsätzlichen, kalt kalkulierten Mord mit einem der grausamsten Mittel: Gift in einer Halloween-Süßigkeit. Die Anklage präsentierte Beweise in beängstigender Dichte. Zeugen aus Apotheken, die sich an O'Briens Fragen zu Zyankali erinnerten. Kollegen, denen er Monate vor Halloween von Versicherungen erzählt hatte. Die physikalischen Spuren in seinem Haus. Kleber, Schnittreste, Werkzeug. Doch es waren nicht nur die Beweise, die das Gericht erschütterten, es war O'Briens Auftreten. Er saß meist regungslos auf der Anklagebank, zeigte keine sichtbare Reue, keine Emotionen. In seiner Aussage, gegen den Rat seiner Anwälte, sprach er von göttlichem Willen, von Missverständnissen und betonte mehrfach, wie schwer das Leben für ihn gewesen sei. Die Verteidigung versuchte, Zweifel zu säen. Es könne auch ein Fremder gewesen sein, der die Süßigkeiten manipuliert habe. Doch diese Theorie hielt der Beweislast nicht stand. Vor allem nicht, nachdem ein Versicherungsagent aussagte, O'Brien habe sich am Morgen nach dem Tod seines Sohnes nach den Auszahlungsmodalitäten erkundigt. Ein besonders schwerer Moment kam, als die Gerichtsmedizin die Wirkung des Zyankalis beschrieb. Nur eine kleine Menge, so der Gutachter, führe zu einem qualvollen Tod innerhalb weniger Minuten. Die Jury hörte still zu, als er schilderte, wie der Körper zusammenbricht, wie das Nervensystem versagt. Am 3. Juni 1975,
Nach weniger als einer Stunde Beratung sprach die Jury Ronald Clark O'Brien in allen Anklagepunkten für schuldig. Der Vorsitzende Richter verkündete kurz darauf das Urteil: Todesstrafe. Später wurde festgelegt, dass die Hinrichtung per Giftspritze erfolgen sollte, die erste ihrer Art in Texas. O'Brien wurde in der Alice Unit in Huntsville inhaftiert, wo er über Jahre hinweg Berufung nach Berufung einlegte. Er stellte sich selbst als unschuldig dar, als Opfer eines Justizirrtums. Doch keine der Instanzen folgte seiner Argumentation. Sein letzter Antrag auf Begnadigung wurde 1987 abgelehnt. Am 31. März 1984, fast 10 Jahre nach dem Mord, wurde Ronald Clark O'Brien hingerichtet. Vor dem Gefängnis versammelten sich Demonstranten mit Schildern „Trick or Treat", „Rest in Pieces", „The Candyman is dead". Einige hatten Süßigkeiten dabei und warfen sie symbolisch auf die Straße. Nach dem Schuldspruch gegen Ronald Clark O'Brien war nichts mehr, wie es vorher gewesen war. Nicht für seine Familie, nicht für Deer Park, nicht für Amerika. Der Mord an Timothy O'Brien hatte das Vertrauen in eines der unschuldigsten Rituale der Kindheit erschüttert: Halloween. In den folgenden Jahren begannen Eltern im ganzen Land damit, die Süßigkeiten ihrer Kinder sorgfältig zu kontrollieren. Zeitungen veröffentlichten Checklisten, was sie tun müssen, bevor ihr Kind nascht. Schulen riefen zur Vorsicht auf. Manche Städte organisierten alternative Feste in Turnhallen und Kirchen. Der Mythos vom vergifteten Bonbon war geboren. Und er würde bleiben. Dabei blieb der Fall O'Brien einzigartig. Trotz aller späteren Gerüchte, urbanen Legenden und angeblicher Nachahmungstaten konnte nie wieder ein Fall nachgewiesen werden, in dem ein Fremder an Halloween gezielt Süßigkeiten mit tödlichem Gift versetzt hatte. Doch der Schrecken saß tief. Die Vorstellung, dass der Mörder nicht der Fremde im Schatten, sondern der eigene Vater war, hatte eine Linie überschritten, die vielen als unantastbar galt. Die Familie O'Brien zerbrach vollständig. Danane ließ sich 1975 nach seiner Verurteilung scheiden, änderte ihren Namen und zog mit ihrer Tochter in einen anderen Bundesstaat. Sie gab nie wieder ein Interview, auch nicht nach der Hinrichtung. Über Jahre hinweg vermied sie jeden öffentlichen Auftritt. Timothy O'Briens Grab wurde zu einem Ort des Gedenkens, aber auch der Widersprüche. Manche legten Blumen nieder, andere kleine Bonbontüten, manche auch anonyme Notizen mit Fragen: Warum? Was hast du gespürt? Wolltest du noch leben? Die Inschrift auf dem Grabstein war schlicht: Timothy Mark O'Brien, 1974, geliebt, unvergessen. Der Fall wurde in zahlreichen Dokumentationen, True-Crime-Shows und Artikeln behandelt. In Kriminalpsychologie-Vorlesungen galt er als Paradebeispiel für den ultimativen Vertrauensbruch. Der Begriff Candyman wurde zu einem Synonym für das Böse im Alltäglichen. Und dennoch, Halloween ging weiter. Jahr für Jahr. Kinder zogen wieder durch die Straßen. Eltern blieben vorsichtig, aber das Lachen kehrte zurück. Vielleicht gerade deshalb, weil man das Schreckliche nicht gewinnen lassen wollte. Der Tod von Tim O'Brien wurde zur dunklen Mahnung, doch auch zum stillen Appell, die Unschuld der Kindheit zu schützen. In den letzten Jahren wurde das Haus der Familie O'Brien mehrfach verkauft. Die Fenster wurden neu gestrichen, der Garten umgestaltet, die Fassade modernisiert. Doch wer genauer hinschaut, erkennt die alten Grundmauern. Und manchmal, sagen Nachbarn, hört man in der Halloween-Nacht noch immer das Knistern eines Bonbonpapiers. Zu nah, zu deutlich, um Zufall zu sein. Nach Ronald O'Briens Hinrichtung 1984 blieb eine seltsame Stille zurück. Die Medien wandten sich neuen Skandalen zu, neue Verbrechen überschrieben die alten Schlagzeilen. Doch das Bild vom Candyman hatte sich eingebrannt, nicht nur in die True-Crime-Geschichte, sondern in das kollektive Gedächtnis Amerikas. Was viele vergaßen: Es war nicht der gruselige Fremde, der an Halloween auf Kinder lauerte. Es war ein Mann, der in der Kirchenbank saß, der Bibelverse zitierte, der am Abendbrot betete und der kaltblütig beschloss, dass sein eigener Sohn sterben müsse, damit er seine Schulden begleichen konnte. Für viele wurde der Fall zum Wendepunkt im Umgang mit Halloween. Supermärkte begannen, einzeln verpackte Süßigkeiten nur in manipulationssicheren Verpackungen zu verkaufen. Schulen und Gemeinden boten Safe Zones an, kontrollierte Räume mit Spielszenen, Kostümwettbewerben
und überwachten Bonbonständen. Psychologen bezeichneten den Fall später als Paradebeispiel für instrumentelle Grausamkeit. Ein Verhalten, bei dem ein Mensch aus reinem Nutzen andere verletzt oder tötet, ohne emotionale Beteiligung. O'Brien sah Tim nicht mehr als Sohn, sondern als Mittel zum Zweck. Eine Versicherungspolice in Kindergestalt. Trotzdem zeigte der Fall auch die andere Seite der Gesellschaft, eine, die sich wehrte. Die Beamten, die Lehrer, die Nachbarn, sie alle erinnerten sich später an Tim. Bis heute bleibt der Fall Tim O'Brien einer der erschütterndsten Kriminalfälle in der amerikanischen Geschichte. Nicht wegen der Zahl der Opfer, sondern wegen der Abgründe, die sich dahinter auftaten. Er zwang ein ganzes Land, neu darüber nachzudenken, was das Böse ist und wo es sich verbirgt. Die meisten Menschen hatten sich daran gewöhnt, das Böse als etwas Fremdes zu sehen. Maskierte Männer, nächtliche Schatten, dunkle Gassen. Doch Ronald Clark O'Brien passte in kein solches Bild. Er war kein Außenseiter, kein Monster. Er war Vater, Ehemann, Gemeindemitglied, Steuerzahler. Ein Mann, der Halloween mit seinen Kindern verbrachte, nur um eine tödliche Überraschung in einen harmlosen Bonbon zu verpacken. Mehrere Ermittler äußerten später, dass dieser Fall sie persönlich verändert habe. In Interviews beschrieben sie den Mord als einen der verstörendsten ihrer Karriere. Nach der Hinrichtung von O'Brien verschwand sein Name allmählich aus der öffentlichen Diskussion, doch in True-Crime-Kreisen wurde der Candyman zur Figur des. Seine Geschichte diente als Vorlage für zahllose Warnungen und als Beleg dafür, dass das absolut Böse nicht laut brüllt, sondern leise flüstert und freundlich lächelt. Manchmal trägt das Böse kein Messer, keine Maske, keinen Mantel. Manchmal trägt es einen Anzug, einen Vaterblick und eine Handvoll Bonbons. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.